Altin Araschan. Ein Ort, von dem wir vor unserer Reise nach Kirgisistan noch nie gehört haben. Aber hier offenbart sich die ganze Schönheit des Landes in einem einzigen Tal. Saftig grüne Wiesen, auf denen Pferde grasen, ein idyllischer Fluss, der sich durch das Tal schlängelt, dichte Wälder an den Berghängen, traditionelle Jurten und schneebedeckte 5000er, die ein Panorama schaffen, das kein Bilderbuch hätte besser malen können. Als Ausgangsort dient Karakol, die größte Stadt im Osten von Kirgisistan und die Trekking-Hochburg schlechthin. Von dort nimmst du eine Marschrutka oder ein Taxi ins etwa 10 Kilometer entfernte Aksu. Und ab da hast du 3 Möglichkeiten, um nach Altin Araschan zu gelangen. Erstens, du wanderst die knapp 15 Kilometer in etwa 4 bis 5 Stunden und überwindest dabei rund 1000 Höhenmeter. Zweitens, du nimmst, typisch für Kirgisistan, ein Pferd inklusive Guide. Oder drittens, die wahrscheinlich abenteuerlichste Variante. Du setzt dich in einen alten sowjetischen 4x4 und fährst die Straße in Anführungszeichen in etwa 2 Stunden nach Altin Araschan und lässt dich dabei ordentlich durchschütteln. Die alten sowjetischen 4x4 vom Hersteller UAZ sind teilweise über 50 Jahre alt und werden aufgrund ihrer kastenförmigen Bauweise Buchanka, übersetzt Brotleib genannt. Und die sind wirklich unzerstörbar. Keine anfällige Elektronik, sondern einfache Mechanik und jede Menge Power. Herzlich willkommen in Altin Araschan. Wir sind so 2 Stunden hierher gefahren mit so einem alten sowjetischen 4x4. Sehr abenteuerlich war das gewesen. Eigentlich war eine Wanderung geplant, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Gesundheitlich war hier ja leider krank in Kirgisistan. Deswegen haben wir jetzt erstmal von der Wanderung abgesehen. Vielleicht machen wir es morgen auf dem Rückweg, weil der Weg war echt schön gewesen. Hell macht es auf jeden Fall. Ich gucke mal, wie es mir morgen geht. Und jetzt sind wir hier im Alakül Guesthouse angekommen. Wirklich ein toller Standard, muss ich sagen. Wir haben ein sauberes 2-Bettzimmer. Es gibt sanitäre Anlagen, die sehr gut aussehen. Gemeinschaftsbereich zum Essen und so weiter. Und man kann hier natürlich auch in der Jurte übernachten. Das hätten wir eigentlich auch geplant, aber ich dachte mir, okay, da ich nicht so fit bin, vielleicht lieber in einem Zimmer. Wobei ich sehe, dass da Schornsteine sind, das heißt, sie sind beheizt, weil nachts wird es hier nämlich richtig kalt. Und die Landschaften hier sind einfach nur ein Traum. Also wir sehen hier die Berge, die Wälder, sogar schneebedeckte Gipfel. Und ja, würde sagen, laufen einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend und genießen die tolle Landschaft. Also ich sag's wie es ist, ich wollte eigentlich erst gar kein Video hierzu machen, weil ich mir dachte, die ganze Erfahrung fehlt ja. Wir machen den Alakül-Track nicht und nicht mal die abgespeckte Variante mit der Wanderung nach Altin Araschan habe ich irgendwie hingekriegt. Und dann sind wir hier angekommen und ich dachte mir so, okay, das kann ich euch ja nicht vorenthalten. Das ist ja so unfassbar schön hier. Also die Berge, die Landschaft, die Pferde grasen hier, man sieht die Jurten. Also das ist wirklich so Kirgisistan in a nutshell irgendwie. Und wer abenteuerlustig ist, der kann auch von hier zum Alakül Pass. Ne? Also man kann hier hochgehen, entweder man läuft selber, das ist aber sehr anstrengend. Ich habe gerade bei Organic Maps geschaut, dauert irgendwie 6,5 Stunden One-Way. Aber man kann das auch mit Pferden machen, zum Teil. Ne? Also da kann man einen Großteil reiten und nur den letzten Abschnitt, der aber allerdings sehr anstrengend ist, dann laufen. Es dauert eine Stunde hoch, glaube ich, und eine Stunde noch mal runter. Dann hat man eine tolle Aussicht auf den Alakül und das Hochgebirge da auf 4000 Meter Höhe. Also das kann man von hier aus auch starten. Abendessen ist serviert. Guten Appetit. Dankeschön. Wir haben dazu gesagt, dass wir vegetarisch essen, das ist auch kein Problem. Wir haben eine sehr leckere Suppe, Tee gibt es hier immer zu jeder Mahlzeit. Und dann hier Nudeln mit noch ein bisschen Gemüse und man kann sich Brot nehmen und noch so ein paar Süßigkeiten. Ich denke, wir werden satt. Der kostet 8,50 € kann man sich hier dazu buchen. Inklusive, aber das Frühstück morgen früh ist dann schon dabei. Ja, und hier gibt es immer diese richtig leckeren Snacks hier. Kekse, Datteln, Nüsse, Süßigkeiten, das ist ganz cool. Und hier ist auch ein Ofen hinten, ne, hier, also hier ist auch beheizt drin. Man hat jetzt schon beim Zurückgehen gemerkt, es ist ein bisschen kühler geworden. Sobald die Sonne weg ist, wird es kalt, ja. Also wenn man richtig großen Hunger mitbringt, dann sollte man sich vielleicht noch ein paar Snacks holen, weil Portion war jetzt nicht riesig, war auch ganz okay gewesen, den Umständen entsprechend. Man darf jetzt hier natürlich auch nicht so viel erwarten aufgrund der Abgelegenheit. Aber wenn man ein bisschen weiter in den Ort reinläuft, sind da auch Essensstände und kleine Supermärkte, also ganz, ganz kleine Supermärkte, wo man sich dann auch ein paar Snacks holen kann. Wir haben uns jetzt ein bisschen was von zu Hause mitgebracht und sind überrascht davon, wie wenig hier los ist. Wir dachten, wir gehen jetzt zum Abendessen, weil es gibt auch festgelegte Abendessenzeiten.
Wir sind alleine hier. Wir sind alleine hier, weil es ist ja aktuell absolute Hochsaison. Ich habe mehrere Unterkünfte hier angefragt und ein paar haben auch gesagt, dass sie keine Zimmer mehr frei haben. Hier war noch eins frei und ich dachte mir, sonst ist hier mit Sicherheit ausgebucht, aber ja, wir sind jetzt hier gerade die Einzigen beim Abendessen. Und man kann hier tatsächlich auch WLAN kaufen, weil es gibt keinen Netzempfang, also gar keinen. Und man kann dann 5 € zahlen, dann hat man für ein Gerät WLAN freigeschaltet, was auch gut funktionieren soll. Laut Bewertung machen wir nicht, weil man kann jetzt auch mal einen Tag ohne Internet irgendwie aushalten. Und ja, dann wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Gehen wir früh ins Bett und sehen uns morgen früh wieder. Wir haben jetzt auch noch ein Doppelzimmer bekommen. Dadurch, dass hier nicht so viele Gäste waren, habe ich einfach mal gedacht, ich frage mal. Kostet ja schließlich nichts und hat funktioniert. Ist natürlich gemütlicher und hier gibt es in den Zimmern auch Heizungen. Und die läuft richtig auf Hochtouren. Also mir ist fast schon eher warm. Fass mal an, gell? Heiß, die ist richtig heiß, ne? Ja, es wird halt hier nachts, also heute Nacht 4 Grad, schon ziemlich kalt auf jeden Fall dafür, dass ja hier Sommer ist. Aber hier drinnen werden wir nicht frieren. Nee, wir können einfach hier ganz entspannt die Aussicht genießen auf die Berge, jetzt zum Sonnenuntergang. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Guten Morgen, Frühstück ist serviert. Ja, das ist ja hier inklusive von 7:30 bis 9 kann man frühstücken. Wir sind auf jeden Fall eher auf der späteren Seite. Und ja, es gibt hier auch Kaffee, was ich sehr befürworte. Ich glaube, das mit dem Veggie ist jetzt noch nicht so angekommen, das lassen wir mal weg, aber ansonsten sieht es gut aus. Jetzt zeig mal die Tasse, weil da sieht man mal den Allerkühl Lake. Ja, das, was wir uns eigentlich angucken wollten. Das, was wir hier verpasst haben. Voll die Touri-Tasse. Wie hast du geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Ja. Nachts ging die Heizung aus und man hat dann gemerkt, dass es kalt war von draußen, aber unter der Decke fand ich es gut. Und du? Ja, ich auch. Ich habe nur im Boxershort geschlafen. Also es war wirklich nicht kalt gewesen. Das war meine größte Sorge und die war sehr unberechtigt. Zumindest hier im Zimmer. Ab hier trennen sich jetzt unsere Wege. Ich fahre mit dem Auto wieder zurück, du läufst. Ja, ich bin sportlich. Ich laufe jetzt die ungefähr 5 Stunden sollte das dauern, wieder zurück. Wir haben ja gestern den Weg schon gesehen. Ich glaube, das wird ganz schön. Und ich filme auch. Also ich habe jetzt hier einmal die Osmo dabei und zeige euch dann noch mal ein bisschen, wie das hier so ist. Hi! Danke, dir auch. Musst anhalten dann. Ja, wahrscheinlich schneller als mir lieb ist. So, ihr habt's gehört. Für mich geht's jetzt alleine zu Fuß zurück. Ich freue mich, jetzt auch mal ein bisschen wandern zu können in Kirgisistan. Das haben wir ja bisher nicht gemacht. Und ich habe mir ja jetzt auch die einfachere Strecke rausgesucht sozusagen. Gestern haben wir, glaube ich weiß gar nicht, so 900 Höhenmeter oder sowas zurückgelegt. Und jetzt geht es hauptsächlich bergab. Das heißt, es sollte nicht so anstrengend werden, hoffentlich. Hallo! Ich bin ja noch nicht so weit gekommen. Eben, ich musste erst mal verstehen, wie Organic Maps funktioniert, weil ich hatte natürlich keine Route angemacht. Da waren schon so 8 verschiedene Wege. Ja, ich glaube, die meisten sind hier. Ja, alle sind woanders gelaufen. Ja. Ich war so, nee, ich gehe hier. Ich fahre auch laut Navi 4 Stunden 25 noch. Bis Aksu. Ich habe irgendwas in Aksu angeklickt, keine Ahnung. Na gut, dann sehen wir uns in Naraku wieder. Ja. Viel Spaß, bis später. Also ich würde mal sagen, hier auf dem Stück bin ich gerade gar nicht so viel langsamer. Also es ist wirklich krass, dass hier überhaupt noch Autos langfahren, weil das ja wirklich nur Steine und uneben wie sonst was. Aber ja, ich glaube, es geht trotzdem ein bisschen schneller mit dem Auto. So, ich habe jetzt 5 Kilometer hinter mir, also so ein Drittel der Strecke geschafft und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß bisher. Ist auch von der Anstrengung her voll okay. Und ich nutze hier, um mich zu navigieren, Organic Maps, weil man das offline nutzen kann. Man hat ja hier keinen Netzempfang, aber es ist ehrlicherweise auch nicht notwendig, weil man einfach immer dieser großen Straße, in Anführungszeichen groß, folgen kann, wo auch die 4x4 fahren. Manchmal gibt es so kleinere Fußgängerwege, die dann mal links und rechts abgehen, aber wenn man immer auf der Straße bleibt, dann kann man sich nicht verlaufen. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil an diesem Weg, dass man immer die Straße entlang läuft, den eben auch die 4x4 hier nehmen. Und das ist dann relativ eng, man muss ausweichen und man wird vor allem sehr, sehr staubig. Okay, da kommt schon der nächste. Ich glaube, es wird doch Zeit, dass ich habe so ein Tuch dabei und eine Sonnenbrille und so, dass ich das mal raushole.
es wird Zeit für die erste Pause. Ich bin jetzt 1 Stunde 50 unterwegs und habe mir hier mal so einen schönen Spot gesucht. Ich hoffe, man hört mich, weil ich bin direkt am Fluss und das Wasser ist sehr, sehr laut. Und ich habe mir auch eine Lunchbox mitgeben lassen von der Unterkunft. Da gucke ich jetzt mal rein und esse mal was. Ich finde, das Lunchpaket ist richtig süß. Das hätte man in Deutschland irgendwie genauso gepackt. Ne? Da ist Brot drin, ist ein gekochtes Ei drin, dann ein bisschen Obst und ein paar Süßigkeiten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Snickers gegessen habe, aber auf so einer Wanderung fühlt sich das auf jeden Fall passend an. So, wir sind jetzt schon wieder bei dem Eingang. Da sind wir gestern ja auch reingefahren. Hier ist diese Schranke, wo man einmal den Eintritt bezahlt. Ja. Ich glaube, dann ist es nicht mehr ganz so weit bis zurück nach Aksu. Ab hier hat man jetzt auch wieder Handyempfang und ich habe gerade schon mal kurz mit Horst telefoniert, habe ihm erzählt, wie schön jetzt diese Wanderung noch war und ja, er ist schon wieder gut zu Hause angekommen. Er wartet jetzt im Gasthaus in Karakol auf mich. Ist natürlich traurig, dass er das jetzt nicht machen konnte. Es ist sehr, sehr schade, weil es war jetzt nochmal ein toller Abschluss für diesen Ausflug hier, aber ich bin trotzdem froh, dass wir zumindest zusammen nach Altin Ara schauen konnten, dass er auch dieses tolle Panorama da gesehen hat und ich würde es auch zu 100% weiterempfehlen. Es lohnt sich absolut. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Varianten. Ihr könnt beide Strecken laufen, ihr könnt auch den ganzen Ala-Kül-Trek laufen, ihr könnt mit dem Pferd hin, ihr könnt eine Strecke mit dem Auto fahren, ihr könnt beide Strecken mit dem Auto fahren. Also für jedes Fitnesslevel auf jeden Fall was dabei. Also lasst das nicht aus, wenn ihr in Kirgisistan seid. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit beende ich auch dieses Video. Ich bin jetzt auch gleich zurück und schwinge mich erstmal unter die Dusche. Und dann würde ich mich noch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr Reisevideos sehen wollt. Abonniert gerne den Kanal und ansonsten sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!